Auf einer verlassenen Waldstraße hörte ein starker Mann mitten in der heißen Mittagszeit plötzlich ein schwaches Heulen aus den Büschen vor ihm. Als er näher kam, erschrak er, als er einen Wolf entdeckte, der in einer Eisenfalle gefangen war. Blut tropfte von seiner Pfote auf den trockenen Boden. Das Tier war in Panik, seine Krallen und Tritte waren auf den verrotteten Blättern um es herum deutlich zu sehen, es schien stundenlang verzweifelt gekämpft zu haben. Aber der Mann war kein Jäger, sondern nur ein Passant mit einem warmen Herzen, der bereit war, für ein Leben in Not anzuhalten. Ohne zu zögern näherte er sich mit entschlossenen Bewegungen, eine Hand packte das Tier im Nacken, mit der anderen Hand und dem Fuß öffnete er die Eisenfalle. Der Wolf heulte, fletschte die Zähne und schlug panisch um sich, doch er behielt seinen Griff fest, und sein Blick blieb ruhig, entschlossen und geduldig. Erst als die Falle aufsprang, atmete der Mann erleichtert auf, hob sie schnell auf und trug sie zum alten Pickup, um sie in die Tierklinik zu bringen. Im Krankenhaus schien das Tier so erschöpft, dass es sich nicht mehr wehren konnte. Es lag still in seinem Käfig, seine Augen schienen müde und den Glauben verloren zu haben. Der Arzt untersuchte ihn und sagte, er hatte viel Blut verloren, seine Beine waren zerquetscht, er war dehydriert und erschöpft, weil er viele Tage lang nichts gegessen oder getrunken hatte. Sie bedeckten die Augen des Wolfes, bevor sie ihn in den Röntgenraum brachten, um das Tier nicht erneut zu erschrecken und in Panik zu versetzen. Das Verbinden dauerte lange, sie versuchten ihr Bestes, die Motorik des verletzten Beins aufrechtzuerhalten und gaben ihm Flüssigkeit, um ihm zu helfen, wieder zu Bewusstsein zu kommen. Dann brachte der Mann das Tier zur Überraschung und zum Erstaunen aller wieder nach Hause. In den ersten Tagen lag der Wolf einfach ruhig in der Ecke des Zimmers und beobachtete alles mit seinen Augen, ohne zu knurren, aber auch voller Vorsicht und Angst. Der Mann massierte es jeden Tag geduldig, teilte sein Futter in kleine Portionen auf und fütterte es behutsam mit jedem Bissen, als würde er sich um ein verletztes Kind kümmern. Nach fast einer Woche öffnete sich das Tier allmählich, wurde sanftmütig, freundlich und zeigte große Liebe für die Person, die ihm das Leben gerettet hatte. Auch die Wunde ist vollständig verheilt und das Tier kann frei im Haus herumlaufen und sich bewegen. Die ganze Familie liebte den Wolf sehr, sie nannten ihn bei seinem liebevollen Namen und kümmerten sich um ihn wie um ein kleines Mitglied mit wildem Aussehen, aber einem sehr sanften Herzen. Obwohl das Leben sehr glücklich ist, scheint in den Augen des Tieres eine verborgene Traurigkeit zu liegen. Gelegentlich stand es an einer erhöhten Stelle, hob den Kopf und heulte in Richtung des tiefen Waldes, als würde es eine Botschaft an seine alte Heimat senden. Der Mann verstand, dass, obwohl er sich an das Leben hier gewöhnt hatte, der Freiheitsinstinkt noch immer in seinem Körper lebte und ihn drängte, in den Wald zurückzukehren. Er und seine Familie besprachen die Angelegenheit und beschlossen, dass es an der Zeit sei, den Wolf dorthin zurückzubringen, wo er hingehörte. Am nächsten Tag fuhren sie es an den Waldrand, öffneten die Käfigtür und beobachteten schweigend, wie die kleine Gestalt den Bach durchschwamm und hinter den Bäumen verschwand. Seine Familie schwieg lange Zeit, und obwohl sie es bedauerte, verstand jeder, dass wahre Liebe darin besteht, zu geben. Es schien, als wäre alles vorbei, bis der Mann einige Wochen später eines Morgens früh die Tür öffnete und plötzlich eine vertraute Gestalt auf der Veranda stehen sah. Es war der kleine Wolf, den er gerettet hatte, der diese herzliche Familie nie vergessen hatte und trotzdem als Dankeschön zurückkam. Seitdem ist das Tier ein regelmäßiger Besucher. Der Mann und andere Mitglieder bringen ihm oft Futter und verbringen Zeit damit, mit ihm zu spielen. Die besondere Anwesenheit eines Wolfes in einem menschlichen Zuhause macht die Geschichte ihrer Freundschaft berühmt und bekannt. Es ist der Beweis, dass Liebe und Güte alle Sprachbarrieren oder Artenunterschiede überwinden können. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Geschichte zu verfolgen. Vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Auf Wiedersehen und bis bald.